Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Jojo und heute präsentiere ich euch das G1000 Material von Fjällräven und zeige euch auch, wie man es richtig wächst. Ich wünsche euch viel Spaß! Ich habe hier heute zwei Hosen von Fjällräven dabei. Ich werde die auch noch mal intensiver in einem anderen Video zeigen. Das würde ich euch dann hier verlinken, sobald es fertig ist. Tatsächlich möchte ich heute mehr auf das Material eingehen und nicht auf die Hosen selber. Was ist denn eigentlich dieses G1000 Material und was macht es so besonders? Das G1000 Material ist eine Mischung aus 65% Polyester und 35% Baumwolle. Inzwischen ist es sogar auch auf etwas nachhaltigere Bio-Baumwolle umgestellt und auch das Polyester wird inzwischen aus einem recycelten Polyester gewonnen. Das macht das Ganze schon mal zu einer recht nachhaltigen Sache. Das Besondere an dieser Materialmischung ist, dass es einen doppelt gezwirnten Faden gibt, der zusätzlich auch nochmal silikonisiert ist. Das macht das Ganze wirklich sehr robust, sehr abriebfest, wasserabweisend und auch schnell trocknend. Und dementsprechend ist sind das Eigenschaften, die in so einer Outdoor-Hose ziemlich gut ankommen. Wie das G1000 Material aussieht, wenn es nass wird, wenn es nicht gewachsen ist, das blende ich euch hier mal ein. Da sieht man ziemlich gut, dass sich das Material einfach vollsaugt mit Wasser. Und das ist natürlich nicht ganz so förderlich, vor allem wenn man noch ein paar Stunden der Wanderung vor sich hat und dann einfach so nass und klamm ist, ist es nicht besonders angenehm. Daher empfehle ich auf jeden Fall das Wachsen, wenn man halt vorhat, rauszugehen und man sich nicht sicher ist, wie das Wetter nun genau wird und ob man vielleicht doch von einem Schauer überrascht werden könnte. Warum imprägniert man das Material denn nicht mit einem einfachen Imprägniermittel? Es gibt ja für Regenjacken und Schuhe und allerhand gibt es ja Imprägniermittel. Warum nehme ich nicht sowas dafür? Diese Imprägnierungen, die für Regenjacken oder Regenbekleidung und Softshells gedacht sind, die sind halt spezialisiert auf Kunstfasern, das heißt auf Polyester- oder Polyamid-Mischungen. Und da das G1000 Material ja 65% Polyester und 35% Baumwolle mit drin hat, würde das Mittel dort gar nicht so richtig greifen. Ich könnte das jetzt ein bisschen überspitzt sagen und man würde damit dann nur 65% des Materials imprägnieren. Und die Baumwolle, die kann gar nicht dieses Imprägniermittel aufnehmen und verarbeiten. Es gibt natürlich auch Imprägniermittel für Baumwolle. Da hätten wir nun das gleiche Prinzip. Also dann würden wir nur 35% des Materials aktiv imprägnieren und die restlichen 65% wären nicht imprägniert. Auch das ist nicht optimal. Es gibt tatsächlich ein Imprägniermittel, was ich kenne, was für Polycotton-Material geeignet ist. Das gibt es von Nikwax, das verlinke ich euch gerne mal unten in der Videobeschreibung. Und damit könnte man auch dieses G1000-Material behandeln. Bin ich allerdings nicht ganz so der Fan von, weil das Wachsen selber eigentlich kein großer Akt ist und es ist halt auch noch mal etwas umweltfreundlicher als die herkömmlichen Imprägniermittel. Das hier ist dieses Wachs. Das besteht nämlich aus Paraffin und aus qualitativ hochwertigem Bienenwachs und ist daher einfach weniger belastend für die Umwelt. Und ich finde auch sehr schön, dass ich das Wachs genauso einsetzen kann, wie ich es brauche. Damit meine ich, dass ich zum Beispiel nur bestimmte Stellen einwachse. Zum Beispiel sind die Oberschenkel immer sehr stark betroffen von Regen. Und da könnte ich dann zum Beispiel die Oberschenkel einfach ein bisschen stärker einwachsen als den Rest. So habe ich immer noch eine höhere Atmungsaktivität und bin aber an den Stellen, wo ich es brauche, gut geschützt. Wie trägt man denn das Wachs nun richtig auf? Das ist auch gar kein Hexenwerk. Ich finde es tatsächlich ziemlich easy. Und zwar haben wir halt hier dieses Stück Wachs. Damit geht man gleichmäßig über das Material rüber. Und am besten zeige ich euch das mal direkt in der Praxis. So, und zwar ist das hier das Fjällräven Greenland Wachs. Das ist eben genau für dieses G1000 Material vorgesehen. Und damit kann man eben alles wachsen, was hier mit
was als G1000 deklariert ist. Das Wachs sieht an und für sich einfach nur aus wie ein Stück Seife. Es ist auch nicht schmierig oder so, also man kann das wirklich ganz in Ordnung in die Hand nehmen und dann wird das gleichmäßig über das Material gerieben. Man sieht dann auch schon direkt, wo man gewesen ist mit dem Block, weil das eben solche Schlieren zieht. Davon sollte man sich erstmal nicht beeindrucken lassen. Die gehen nämlich wieder weg. Und ich kann es eben genau so einwachsen, wie ich möchte und auch dort, wo ich es möchte. Wie lange hält denn so eine Wachsung überhaupt? Also das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie stark man das Material wachst. Grundsätzlich hält eine Wachsung ungefähr 1 bis 2 Wäschen. Ich habe diese Hose bereits einmal eingewachst und danach einmal gewaschen. Und da sieht man hier, da sind jetzt so ein paar Schlieren übrig geblieben. Das ist jetzt einfach Wachs, was in dem Material noch verblieben ist. Das ist nicht weiter schlimm. Ich kann da ganz normal wieder drüber wachsen. Ich kann es auch so lassen, wenn ich möchte. In diesem Fall wachse ich hier jetzt auch noch mal mit drüber, damit ich das schön gleichmäßig erneuert habe. Man sollte das Material schön glatt ziehen, um es möglichst gleichmäßig aufzutragen. Das ist nur bei den Knien ein bisschen umständlich, weil die vorgeformt sind. Die vorgeformten Knie haben natürlich den Vorteil, dass die Hose super bequem ist, aber den Nachteil, dass es beim Wachsen einfach ein bisschen umständlicher ist, wenn man das Material immer wieder glatt ziehen muss. So, mir persönlich würde das so auch schon reichen. So, da ist das erste Hosenbein fertig gewachst. Das obere Material hier ist so ein stretchiges Polyester, so ein Stretchmaterial. Das kann man nicht wachsen, sondern wirklich nur das Material, was mit diesem G1000 hier auch zu sehen ist. So kann man jetzt natürlich noch nicht damit rausgehen. Das sieht ja ein bisschen ulkig aus, ne? Deshalb nehme ich mir jetzt einen Föhn und erwärme damit das Wachs. Also dafür braucht man jetzt wirklich keinen speziellen Heißluftföhn, sondern einen ganz normalen haushaltsüblichen Föhn und den stelle ich auf die mittlere Stufe und erwärme damit das Wachs. Ich persönlich liebe G1000, weil man damit eigentlich fast alles machen kann. Ich finde es super, weil ich damit auch mal durch Dornenbüsche krauchen kann, wenn es sein muss. Und es macht halt wirklich so gut wie alles mit. Man sieht hier schon den ganz deutlichen Unterschied. Hier ist das Wachs noch frisch und noch nicht aufgewärmt. Hier ist es jetzt schon aufgewärmt. Es ist flüssig geworden und konnte sich mit der Faser verbinden. Und dadurch sieht man es jetzt auch nicht mehr, aber das Material ist dafür ein kleines bisschen dunkler geworden. Ich möchte an dieser Stelle gerne nochmal anmerken, dass nichts unkaputtbar ist. Ja, das Material ist ziemlich robust und es macht eine Menge mit, aber es ist nicht unzerstörbar. Das hängt vor allem auch von der Nutzung ab und wie man mit seinen Sachen umgeht. Also das, wofür diese Hose gedacht ist, nämlich zum Wandern, zum Bergsteigen und auch zum Klettern, ist sie absolut top und meiner Meinung nach kaum zu übertreffen. Allerdings würde sie wahrscheinlich auch nicht den Sprung über den Maschendrahtzaun aushalten oder wenn man da mal versehentlich mit dem Messer reinschneidet, auch dann ist die Grenze dieses Materials erreicht. Und ja, das sollte man einfach nur bedenken. Hast du vielleicht auch schon eine G1000 Hose? Was sind denn deine Erfahrungen? Lass es mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Und schon hat man die Hose fertig gewachst. Sie ist jetzt ein bisschen steifer von der Haptik her.
Man sagt auch, dass es so ein bisschen leicht speckig dann aussieht. Das finde ich jetzt eigentlich nicht. An den Stellen, wo relativ viel Wachs gelandet ist, da könnte es sein, dass es so ein bisschen speckig aussieht. Ich weiß nicht, ob man das richtig sieht. Hier schimmert das so ein bisschen. Das ist halt dieses Speckige, was man dann meint. Aber dafür ist es halt schön wasserabweisend. Das können wir auch gleich einfach mal testen. Ich habe hier einfach eine Schüssel mit ein bisschen Wasser und da kann ich jetzt hier einfach was drauf tropfen und wir sehen, dass das Wasser nicht einzieht, sondern auf dem Material bleibt und sogar so ein bisschen rumrollert hier, ne? Und genau so sollte es dann auch sein. So, und warum muss ich das jetzt wachsen? Also zunächst einmal muss man es nicht wachsen. Diese Wachsung bewirkt eine wasserabweisende Funktion. Das heißt, wenn Wasser auf das gewachsene Material kommt, also Regen, Schnee, wie auch immer, dann perlt es erstmal ab und zieht nicht ins Material ein. Ich finde eine gewachste Hose wesentlich angenehmer als eine komplette wasserdichte Regenhose, weil das G1000-Material trotzdem noch atmungsaktiv ist. Wenn man diese wasserabweisende Funktion aber nicht braucht, dann kann man die Wachsung auch einfach weglassen. Hat man dann ein etwas weicheres Material, man hat die optimale Atmungsaktivität und trotzdem eine sehr bequeme Wanderhose. Wenn ich weiß, ich gehe jetzt raus und ich bin mir nicht sicher, wie das Wetter wird, erwarte ich vielleicht doch einen Schauer oder laufe ich durch hohes, feuchtes Gras, dann wachse ich meine Hose vorher. Wenn es aber strahlender Sonnenschein ist und ich bin im Sommerurlaub und Regen ist nicht zu erwarten, dann brauche ich die Hose auch nicht wachsen. Viele Menschen, mit denen ich über das G1000-Material gesprochen habe, empfinden es als umständlich, das Material einzuwachsen. Ich persönlich kann das nicht so richtig nachempfinden, eben aus den genannten Gründen, weil ich es einfach genau so machen kann, wie ich es gerne möchte. Finde ich, ist das eine ziemlich tolle Alternative, auch in Bezug auf die Umweltfreundlichkeit gegenüber den herkömmlichen Imprägniermitteln. Ich brauche für die komplette Hose ungefähr 15 bis 20 Minuten. Und damit meine ich das Einwachsen und das Föhnen. Länger dauert das eigentlich nicht, wenn man halt ein bisschen routinierter damit ist. Und sollte man zu viel Wachs aufgetragen haben, dann zeichnet sich das ab, indem dann so ein paar Schlieren sichtbar werden. Also hier sieht man das zum Beispiel, da setzen sich jetzt so ein paar Schlieren ab. Das ist einfach bloß das erkaltete Wachs. Und da kann man dann einfach nochmal mit dem Föhn drüber gehen, dann wird es wieder flüssig und zieht wieder in die Faser ein und dann ist es auch in Ordnung. Man kann die Hose natürlich ganz normal in der Waschmaschine waschen. Dadurch, dass das Wachs umweltfreundlich ist, ist es nicht schlimm, wenn es in den Wasserkreislauf gelangt. Seit ungefähr 4-5 Jahren intensiver Nutzung von dieser Hose kann ich berichten, dass die wirklich einiges mitmacht. Also ich bin damit schon durch höhere Sträucher, Gebüsch und auch sogar Dornen gelaufen, ohne dass das Material davon jetzt in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, und das auch nur zufällig, ist am unteren Hosensaum. Und zwar ist das natürlich auch eine stark beanspruchte Stelle. Da sind die Schuhe, die Stiefel, es scheuert immer. Und da bilden sich jetzt nach, wie gesagt, 4-5 Jahren sehr häufigem Tragen kleine Löcher im Material. Ich halte das mal in die Kamera. So, und zwar sieht man hier, dass sich hier jetzt so langsam kleine Löcher bilden. Das sind auch direkt solche Knickfalten, wo dann das Material eben besonders stark beansprucht wird. Und das ist die einzige Beanstandung, die ich in dieser langen Zeit
bemerken kann. Das ist am anderen Hosenbein ähnlich. Ja. So, hier sieht man das. Das sind halt alles so Falten und dort an den Ecken, da leidet nun das Material ein bisschen. Das ist eine nicht sichtbare Stelle, von daher stört mich das noch viel weniger. Aber zeigen wollte ich es trotzdem. Also nichts ist unkaputtbar. Das möchte ich an der Stelle nochmal betonen. Auch wenn es ein sehr robustes Material ist, heißt es nicht, dass es niemals kaputt gehen kann. Ich hoffe, ich konnte euch näher bringen, was die Besonderheit an diesem G1000 Material ist und auch zeigen, wie man es richtig wachst. Wenn noch Fragen offen geblieben sind, dann schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare, damit ich nochmal darauf eingehen kann. Wie ist es denn mit euch? Habt ihr vielleicht schon eine Hose aus diesem G1000 Material oder eine Jacke? Wie empfindet ihr denn diese Prozedur des Wachsens? Habt ihr das schon mal ausprobiert? Und welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren, um kein neues Video zu verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön! Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!